Wie lange ist es her, diese schönen, warmen Sonnenuntergänge zu erleben? Für mich ist es gefühlt eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von mir aus kann der Frühling nun langsam kommen. Ronja nicht! Ronja! Ronja frisst Erde. Komm mal her, Spatz. Ach, Häschen. Ich nehme euch ja super gerne mit auf unseren Streifzügen durch die Natur. Ob durch Wälder, Seen, Schnee. Aber tatsächlich, wo Ronja und ich leben, sieht so aus, wie es hier aussieht. Ja, Stadtleben halt, ne? Und im Winter finde ich das doch ziemlich deprimierend. Gerade so die Monate Januar, Februar, März. Weil man nicht in den Garten fahren kann. Also die Gartensaison ist vorbei, es ist kalt, man kann nichts großartig machen. Deshalb nutze ich eigentlich jede Möglichkeit, um mit Ronja aus der Stadt rauszukommen. Weil so ein richtiger Stadthund ist ja auch nicht. Und ich glaube, ich bin auch nicht mehr so ein richtiger Stadtmensch, wie das so ist, wenn man die 40 erreicht. Und ich überlege tatsächlich, ob ich nicht meinen Lebensmittelpunkt mehr aufs Land verlagern kann. Eigentlich ist das ein Traum von mir. Am liebsten hätte ich sowas wie meinen Schrebergarten, einfach draußen auf dem Land als Eigentum. Das wäre mein absoluter Traum. Also wirklich einfach ein kleines Häuschen für mich und Ronja, wo ich dran rumwerken kann, ein bisschen anbauen kann und einfach mehr in der Natur bin. Mal sehen, vielleicht wird der Traum irgendwann wahr. Und in der Zwischenzeit genieße ich meinen Garten und wenn keine Gartensaison ist, versuche ich einfach super viele Ausflüge zu machen. Oder halt auch Urlaub. Ne? Also ich habe halt festgestellt, wenn es schön ist, wo ich wohne, brauche ich gar nicht so den Urlaub, das Wegfahren. Aber Januar, Februar, März fahre ich einfach gerne weg, um dem tristen, grauen Alltag in der Stadt zu entfliehen. Deshalb diese Ausflüge und auch der Winterurlaub. Und jetzt steht bald noch ein anderer Urlaub an und darauf freue ich mich mit der Maus. Und wenn wir dann aus dem nächsten Urlaub wiederkommen, dann fängt eigentlich auch schon wieder die Gartensaison an. Und dann haben wir unsere kleine grüne Oase. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Traum ist raus aufs Land, weil die Zeit spielt einem jetzt ein bisschen in die Karten, weil man halt auch remote arbeiten kann. Und ich glaube, Jobs oder wenn man Kinder hat, deswegen bleibt man viel in der Stadt, weil dort einfach die Jobs sind und die Kindergärten, die Schulen, alles einfach nah. Aber das ist halt ein Vorteil, wenn man Single ist und ungebunden und keine Kinder hat, dass man einfach sehr flexibel ist. Und ich glaube langsam, dass ich das nutzen sollte. Und ja, deswegen so im Hintergrund bin ich am Überlegen, wo unsere Reise hingehen könnte. Habe auch schon so ein paar Ideen im Kopf. Ja. Aber wir freuen uns jetzt auch erstmal wieder auf die nächste Gartensaison. Aber wenn wir irgendwann mehr Natur um uns haben, ohne immer extra weit fahren zu müssen, dann würde mich das auch sehr glücklich machen. Und ich glaube, mein Mäuschen hier auch. Ja. Ne, Häschen? Ja, Ronja sieht das ganz genauso. Heute nehme ich dich mit raus aus der Stadt auf einen Ausflug mit Ronja und mir. Ich bin überwiegend oder eigentlich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ich liebe das sogar, weil es würde mich zu sehr stressen, in der Großstadt mit dem Auto unterwegs zu sein. Klar, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann auch anstrengend sein, vor allem wenn man ein paar Mal umsteigen muss, was ich in der Regel muss, wenn ich ins Grüne möchte. Aber für mich ist das trotzdem noch stressfreier, als mich in der Großstadt ins Auto zu setzen. In der Bahn genieße ich dann einfach den Ausblick und den Moment mit Ronja. Das reicht mir eigentlich auch schon, um genau in diesem Moment im Hier und Jetzt glücklich zu sein.
Ich lebe zwar in einer Großstadt, aber dafür in einer sehr, sehr grünen, was weltweit gesehen sehr gering ist, diese Anzahl von grünen Großstädten. Also da schätze ich mich sehr glücklich und auch um die Stadt herum gibt es so viel Natur, dass es ein guter Ausgleich zum Stadtleben ist. Ein total herrlicher Morgen. Heute ist Frauentag und ich bin aufgewacht und die Sonne hat noch geschienen, obwohl eigentlich keine Sonne angesagt war. Und ich habe gleich mal die Chance genutzt, um raus aus der Stadt zu fahren, was ich im Übrigen eigentlich immer versuche, wenn die Zeit dafür ist. Ja, ich habe jetzt auch so meine Spots, wo ich gerne hinfahre. Ronja ist wie immer der größte Antreiber für alles. Weil ich ihr halt auch noch was anderes geben möchte, außer die Stadt. Zumal sie in der Stadt doch relativ viel gestresst ist, also jetzt so nach Silvester. Ja, deswegen genießen wir diesen schönen Morgen hier draußen. Oh, Schätzchen. Nee, Hase, das ist nichts für dich. Nee, Hase. Hm? Spatz. Hm? Häschen. Donuts ist nichts für Hunde. Schon gar nicht Schokoladendonuts. Ich liebe es einfach, in der Natur zu sein und so eine Abendstimmung genießen zu können. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar, dass in meiner Stadt es kein Problem ist, schnell an solche Plätze zu kommen, auch wenn man kein Auto hat. Meine kleine Ronja-Maus ist auch immer so unglaublich dankbar, wenn wir was Schönes erleben. Und sie ist wirklich sehr oft der Motor einfach für alles. Und ich bin dann immer froh, dass ich das für uns gemacht habe. What's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday